Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Es ist kalt geworden und ich möchte euch ein paar Möglichkeiten zeigen, die sich für mich in den letzten Jahren als nützlich oder als brauchbare Alternative gezeigt haben. Selbst der Herbst bringt uns unterschiedliche Temperaturen und mit Nässe müssen wir jetzt sowieso rechnen. Ob man jetzt Unterwäsche doppelt mitnimmt, das hängt vielleicht davon ab, ob man einen Bach überqueren möchte. Wer sich da unfreiwillig reinsetzt, hat natürlich ein Problem, weil mit nasser Kleidung weitergehen oder 2 Kilometer absteigen, bleibt sicher nicht ohne Folgen. An kühlen Tagen wird man eine lange Hosen und ein Langarm-Shirt bevorzugen. Aber es gibt auch die Tage, da ist es in der Früh noch kalt und beim Runtergehen scheint dann wieder die Sonne. Ich persönlich mag solche Zip-Off-Hosen nicht. Ich habe für mich solche Beinlinge und Ärmlinge entdeckt, die mein Kurzarm-Shirt und die kurze Hosen ergänzen können. So spart man sich auch doppelte Kleidung. Die Beinlinge funktionieren mit der kurzen Hosen ähnlich wie Zip-Off-Hosen und die Ärmlinge, die kann man sogar ohne dass man einen Rucksack abnimmt, ausziehen und schon ist man mit einem Kurzarm-Shirt unterwegs. Das nur nebenbei bemerkt. Jetzt kommen wir zu den Sachen, an die ich unbedingt erinnern möchte. Fangen wir von außen nach innen an. Die winddichte und wasserdichte Jacken ist Pflicht. Sie soll mindestens eine Wassersäule von 5000 mm aufweisen. Lange Hosen werden die meisten freiwillig tragen. Die sollen aber dieselben Eigenschaften wie die Jacken aufweisen. Wer es da lieber ein bisschen luftiger hat, soll aber dann Regenhosen mitnehmen. Ich selbst bin auch Fan von der mehrschichtigen Lösung. Im Herbst gilt wie im Winter eine Mützen, geeignete Handschuhe sind ein Muss, ohne die man einfach verantwortungslos unterwegs war. Ich habe immer ein zweites Paar Socken dabei. Aber wenn man wirklich mal Meerwasser im Schuh hätte, dann braucht man eine neue Einlegesohlen auch dazu. Da stellt sich halt immer die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf. Die wesentliche Erkenntnis ist für mich, ich kann immer was Trockenes drunter ziehen, damit das Mikroklima auf der Haut erhalten bleibt. Das Mikroklima ist ein ganz dünnes Luftpolster auf der Haut, das durch Feuchtigkeit deutlich verschlechtert wird. Ich passe besonders auf, dass mir kein Wasser entlang der Beine in die Schuhe läuft. Da braucht man gleich keine wasserdichten Schuhe anziehen. Da helfen aber auch Gamaschen, die inzwischen nicht mehr so schwer sein müssen. Sobald Schnee liegt, sollte man seine Sonnenbrille nicht vergessen. Durch den Schnee ist die Belastung auf die Augen viel stärker. Mein Joker ist jetzt eine wirklich dichte, rote Jacke, die schon oft den entscheidenden Unterschied gebracht hat. Ich schätze sie auch wegen ihrer Signalwirkung. Außerdem muss man im Herbst und Winter viel nur zum Dringen mitnehmen, weil jetzt die meisten Almen geschlossen sind. Schaut euch eure Schuhe nochmal an. Vielleicht ist es besser, wenn man es nur mehr imprägniert. Über Grödel kann man auch mal nachdenken, die auf vereiste Flächen Knochenbrüche verhindern werden. Wer besonders kälteempfindlich ist, ist mit einem Taschenofen oder einem Hitzepack gut beraten. Die gibt es elektrisch, wieder aufladbar oder als Gel, das beim Aushärten warm wird. Auch die kann man öfter verwenden, aber das Wiederaktivieren ist sehr energieaufwendig. Ich hoffe, ihr vergesst nichts, wenn es im Herbst oder Winter startet. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.